So, herzlich willkommen zum Session Breakdown von Lord of the Lost Priest. Wir sind Benny und Chris aus den Chameleon Studios in Hamburg. Moin. Zwei von dem Produzententeam für das neue Lord of Lost Album. Ich selber singe nebenbei auch noch in der Kapelle. Und wir wollten euch heute einfach mal zeigen, wie so die Mix-Session aussieht von Priest und sich vor allen Dingen anhört. Denn den gesamten Song, den habt ihr sicherlich schon gehört. Falls nicht, findet ihr unten hier auf jeden Fall einen Link, einen YouTube-Link zu dem fertigen Video, damit auch zu dem fertigen Song. Aber so eine fertige Produktion besteht ja aus unfassbar vielen einzelnen Puzzleteilen. Und die wollen wir euch mal zeigen und aus der Vogelperspektive immer ein Stück näher ranzoomen. Erstmal grob und dann bis ins Detail, dass ihr so ein bisschen hört und merkt, was passiert da und wie, aus was für Zutaten wird sowas letztendlich zusammengebaut. Und Benny und mir werden sicherlich auf dem Weg dahin viele Sachen einfallen aus der Produktion, viele Anekdoten, weil wirklich viele lustige, abgefahrene Sachen passiert sind. Und fangen wir einfach mal an. Wollen wir mit den Grundelementen vielleicht einfach loslegen? Gerne. Also ihr seht in so einer Session, wir haben das auch so in Farben geordnet, wenn ihr mal kurz von oben nach unten schaut. Was ihr hier links im Bild seht, sind quasi so die ganzen Einzelspuren der einzelnen Instrumente. Alles, was dunkelblau ist, ist echtes Schlagzeug. Alles, was ein bisschen heller wird, sind... Das ist auch noch echtes Schlagzeug hier. Aber zusätzlich gespielte Percussions, oder? Nee, das ist noch das echte Drumkit. Das ist Metall, das sind Becken, genau. Und hier kommen wir dann zu den zusätzlich gespielten Percussions, programmierte Drums. Genau, elektronische Beats. Genau. Wir sind ja eine Band, wo immer irgendwie die Maschine auch mitläuft. Das heißt, bei uns hat auch Elektronik immer einen wichtigen Wert. Alles, was orange ist Bassgruppe. Mhm. Alles, was pink ist, sind Gitarren. Alles, was grün ist, bewegt sich vom synthetischen Bereich. Das hellgrüne ist alles synthetische. Dann in den Bereich der orchestralen Instrumente, Chor, Orgel, Klavier. Und alles, was unten irgendwie so rot wird. Das ist jetzt das ist der Chor. Ah, das ist der Chor. Genau. Okay, ich dachte, wäre auch noch grün. Und hier unten haben wir dann deine Vocals. Genau, und auch Backing-Vocals von Pi haben wir ja auch Vocals von drin. Pi. Und alles, was ihr zwischendrin in Gelb seht, sind irgendwelche Effektspuren und zwischendrin in Schwarz sind irgendwelche Gruppen. Wo mehrere einzelne Spuren drauf zusammengefasst werden. Zum Beispiel gehen die beiden Spuren hier in die schwarze Gruppe. Genau. Und lasst doch mal Folgendes machen, dass wir vielleicht einfach mal... Ihr habt jetzt inzwischen hoffentlich schon den gesamten Song gehört oder habt zwischendurch mal auf Stopp gedrückt und im neuen Fenster euch den angehört. Dass wir uns einfach mal ganz kurz für ein paar Sekunden wirklich erstmal aus dem ersten Level der Vogelperspektive die einzelnen Gruppen anhören. Vielleicht erstmal alles, was rhythmisch ist. Also echte Drums, zusätzliche gespielte Percussions, elektronische Beats. Und wir starten immer bei dem letzten Refrain von dem Song und hören mal ein paar Takte rein. Genau, an der Stelle spielt es maßgeblich das Schlagzeug. Wenn du ein bisschen weiter vorne schaust, lass uns mal ganz kurz irgendwo im Intro schauen. Da hört ihr, sind eben auch noch wesentlich mehr Percussion-Teile unterwegs. Da kommen wir dann aber gleich nochmal im Detail zu, würde ich sagen. Genau, das erstmal kurz zu den echten Drums. Dann lass uns mal kurz in die Bassgruppe reinhören. Vielleicht wieder beim letzten Refrain. Genau, auch hier seht ihr schon Elektronik und ein handgespielter E-Bass greifen hier auch eng ineinander, wo der eine oder andere vielleicht sagen muss, das kann man ja gar nicht auseinanderhalten. Das ist tatsächlich kein Bug, das ist ein Feature, das ist immer schon so unser Ding gewesen, dass wir es irgendwie mögen, wenn man nicht richtig weiß, was ist eigentlich gerade aus der organischen Welt und was ist irgendwie aus der elektronischen. Und so halten wir es auch bei den Gitarren. Wo man bei den Gitarren ja sagen muss, dass wirklich alles
echt eingespielt wurde. Hier ist jetzt nichts Programmiertes dabei. Nee, genau. Also die programmierten Sachen, die befinden sich dann ja in den Bassspuren. Ne? Das ist also für mich, ich muss auch sagen, bei hier zum Beispiel diesem Mega-Fass, da bin ich mir immer nicht sicher, soll ich den in die Gitarrengruppe schmeißen oder in die Bassgruppe irgendwie, weil der ist irgendwo dazwischen. Der ist ein bisschen wie so ein Bindeglied für mich, so ein Kleber zwischen. Ja, das ist auch wirklich eng, so ein Hybrid zwischen beiden. Es kommt fast drauf an, welcher Lage er gerade unterwegs ist. Ob er jetzt eher dahin oder eher dahin gehört. Das ist sowieso bei uns so. Durch die tiefen Tunings vermischt das sich teilweise. Auch, dass man teilweise dann den Bass wirklich eine Oktave höher spielt, generell, damit man ihn überhaupt noch hört und der nicht im Infraschall untergeht. Also deshalb, wir haben auch zum Beispiel Gitarren und Bass wirklich in einer Session aufgenommen. Immer einen Song hat erst Pi eingespielt an den Gitarren und dann direkt Klaas hinterher am Bass, dass man direkt im Modus von dem einen Song ist und das nicht irgendwie auseinandergerissen, weil es eigentlich eher wie so ein großes Instrument ist, was von zwei Leuten halt beackert wird. Das ist halt irgendwie schwer zu unterscheiden. Deshalb muss ich sagen, gefällt es mir viel mehr, wenn man zu dem Oldschool-Begriff Bassgitarre übergeht und nicht es Bass nennt, sondern Bassgitarre, weil das ist es eigentlich. Und Pi spielt einen Gitarrenbass? Nee, eine Baritongitarre. Ja, also ist ja quasi so. Ja. Also so normale Gitarren gibt es bei uns eigentlich immer nur bei diesen zusätzlichen Leadgitarren. Aber die sind nirgendwo in die gleiche Oktave gerutscht, oder? Habt ihr irgendwo eine Stelle? Ja, manchmal. Also bei dem Song nicht. Wir hatten zum Beispiel den Song Ruins. Da ist Klaas hochgegangen dann wahrscheinlich, ne? Genau, weil du auf einem tiefen E bist du auf, keine Ahnung... 20, 19? Nee, drunter. So, das ist das Problem. Ja. Genau, dann lass uns doch mal kurz alles anhören, was... Also synthetisch gibt es hier kaum was. Also richtig Synthesizer oder... Eine Glocke haben wir hier. Genau, das sind halt so Röhrenglocken. Ja. Boah. Und auch das ist eigentlich nicht mal ein synthetisches Geräusch, aber wir haben es nicht echt aufgenommen. Also ansonsten haben wir wirklich alles, Klavier, Orgel, Streicher, das ist alles echt. Wir hören mal kurz in die, nennen wir es mal Orchestergruppe rein. Jo. Genau, und auch da kommen wir gleich noch im Detail. Und genau, und jetzt haben wir so ein paar Chöre. Stimmen. Lass uns gleich mal Chöre und meine Stimmen zusammen machen. Dann hat man da gleich die ganze und auch Gergana. Nehmen wir einfach mal alles rein, was menschliche Stimme ist. Und hören uns das dann gleich gesammelt an. Machen wir alles rein. Crazy, da hört man mich ja öfter auf einmal. Wie geht denn das, Benny? Wie macht man denn das, wenn die Band da im Studio steht? 1, 2, 3, 4. Wissen die Leute nichts über deine Zwillingsbrüder, die du hast? Ja doch, es gab doch mal ein Interview mit meinem Zwillingsbruder. Vielleicht können wir das ja mal einblenden. Nee, für sowas, wir haben hier zum Beispiel einmal die Hauptstimme von Chris. Die wird dann gedoppelt. 2 weitere Chrises. Links und rechts. Und hier glaube ich nochmal, was hast du hier? Nochmal einfach nur die Harmonie die Grundtöne mitgesungen. Und da wird einfach nacheinander aufgenommen. Also einmal Hauptstimme, wenn die drin ist und gut funktioniert, dann auf den Tag rauf. Gibst du das eigentlich, die Hauptstimme als Orientierung auch nur aufs Ohr oder singst du frei weg? Ich mache die immer leise tatsächlich. Also wenn ich Harmonien oder Doppelung einsinge, mache ich die Hauptstimme immer leise. Aber wenn ich sie zu laut mache, kann ich nicht intonieren, weil ich dann, das ist immer so ein ganz komisches Mischungsverhältnis. Ja. Achtest du da schon auf Transienten? Sehr. Dass du die draufsetzt? Total. Dann musst du weniger schneiden. Timing ist super wichtig, dass man in Time ist. Und es mag den einen oder anderen geben, der jetzt sagt so, das kann man ja live gar nicht umsetzen und so. Das ist wahr. Und das ist auch bei ganz vielen Produktionen so. Ich unterscheide da zwischen also für mich ist der Unterschied ungefähr so, man kann das anhand von Filmen, finde ich, immer schöner erklären. Stellt euch mal, sagen wir mal, Fluch der Karibik vor als Film. Ja? Könnt ihr alles machen. Ihr habt Animation, könnt im echten Ozean drehen, ihr habt irgendwie 1000 Piraten und Soundeffekte und von allem zu viel. So, jetzt wollt ihr Fluch der Karibik in einem Theater darstellen, live auf einer Bühne.
Naja, was macht man da mit einem Ozean? Da stellt man halt, keine Ahnung, Pappwellen auf, die sich so bewegen. Ihr kennt das aus dem Schultheater. Und da gibt es halt keine echten Schiffe. Und das animierte Monster ist halt jemand mit einer Maske. Ja? So ähnlich sehe ich das bei Musik auch. Es ist bei so einer Produktion oder auch einer bewussten Überproduktion, wenn man das so nennen mag, da kann man alles machen und hat alle Freiheiten. Und live muss man dann eben gucken, wie kriegt man das auf die Bühne, eben unter diesen, ich nenne es mal Theaterbedingungen. Und da habe ich überhaupt kein Problem mit. Live ist für mich Rock'n'Roll. Das ist für den Moment der Kick für den Augenblick. Und bei so einer Produktion kann man ja eine Klangwelt schaffen, die jenseits von 5 Leuten und 1, 2, 3, 4, los geht's, liegt. So sehe ich das zumindest. Ja. Lass doch mal anfangen kurz und wir gehen mal in die Drums, dass wir wirklich vielleicht mal kurz in die Drums reinhören, aus was für Elementen das besteht. Vielleicht magst du das mal vorstellen, weil gerade bei Snare Drums haben wir ja hier so ein paar genau, Sachen. Der Ansatz hier haben wir so in der Form, also bei Thornster war es ja schon ähnlich, dass wir ein komplettes Drumkit aufgenommen haben und da ja dann die Direktsignale waren die da auch schon komplett raus? Bass und Snare? Zum Großteil ich weiß es nicht mehr genau. Mit Absicht, mit synthetischen Samples ersetzt. Und wir hatten das echt aufgenommene Drumkit hauptsächlich für die Becken hier unten. Hier hört man dann auch alles drauf. Hier zum Beispiel. Da hört man den Raum, in dem aufgenommen wurde, die Becken, aber über die Becken natürlich, wenn da so ein ganzes Drumkit steht, ist da auch die Snare drauf, alles mögliche, was Nick halt in dem Moment spielt. Genau, als Erklärung vielleicht kurz, also OH steht für Overheads, das ist ein Stereo-Mikrofonpärchen über dem Schlagzeug, HH ist für die eine Hi-Hat, XH für X-Head oder Cross-Head, also eine Hi-Hat auf der anderen Seite, RM steht für Room, also Raummikrofone und RMX ist nochmal ein extra Raum, der, ich glaube, der war überkomprimiert. Ja, mit einem Kompressor, das ist ein Effektgerät, was so die Signale so dynamisch zusammenpappt, nochmal einen extra Sound irgendwie bildet. Wollen wir da vielleicht mal einzeln reinhören, dass man mal einen Eindruck bekommt? Ja, sehr gerne. Das wären jetzt die Overheads, also das Stereopaar über dem Drumkit. Dann haben wir hier das Mikro direkt an der Hi-Hat. Das wird hier vielleicht mal interessanter, wenn man auch Hi-Hat spielt. Da hören wir dann, dass die da sehr laut drauf ist. Der eine oder andere mag sagen, es klingt ja gar nicht interessant, klingt ja voll dünn und so. Tut's auch. Muss es auch, soll es auch, denn es ist ja das Mikrofon für die Hi-Hat. Stellt euch vor, da wird man jetzt das gesamte Schlagzeugfett drauf hören und das auf jedem Mikrofon, dann wird alles scheiße klingen. Genau, ne? Und das ist auch nur wirklich, wenn man darauf achtet, ich mach's gleich mal an, ist nur ein bisschen für die Ortung. Also einmal ohne, man hört die Hi-Hat zwar schon, aber mit dem Mikro kann man nochmal viel genauer orten und genauer dahin zeigen, da ist jetzt die Hi-Hat. Genau, im Stereo-Panorama. Genau. Dafür sind die Close-Mikrofone immer sehr hilfreich. Und mehr soll es auch gar nicht machen. Dasselbe haben wir auf der X-Head, ist nichts Besonderes. Zeig ruhig mal die Räume alleine. Genau. Und bei den Räumen wird es interessanter. Wieder beim letzten Chorus. Im Vergleich zum Overhead hört man auch, dass das alles distanzierter klingt. Da sind wir dichter dran. Und dann haben wir noch die, ich glaube, das waren überkomprimierte Räume. Ich glaube auch. Ja. Ist auf alle Fälle alles am Pumpen. Genau. Und diese Überkompression sorgt dafür, dass das alles ein bisschen dichter wird und irgendwie später so das Schlagzeug irgendwie ganz geil zusammenklebt. Genau. Normalerweise nimmt man dann ja auch noch die Bassdrum, die Snare Drum, die ganzen Toms nimmt man dann zusätzlich mit Mikrofon auch noch mit auf. Haben wir auch gemacht. Allerdings wurde das Signal jetzt komplett ersetzt durch Samples, damit wir da normalerweise, es ist immer so, da gibt es jetzt nicht den einen Weg, das macht jeder so, wie er es ästhetisch gerne hat und wie es das Signal erlaubt. Meistens hat man das echte Signal und fährt so ein bisschen Sample dazu. Je nach Musikrichtung, je nach Stil gar nicht oder mehr. Und wir haben ja auch wieder den kompletten Weg gewählt und haben einfach das Direktsignal komplett rausgeworfen und uns nur auf Samples konzentriert. Genau, zum ganz großen Teil eben auf
selbst aufgenommene Samples, die aus großen Hallräumen bestehen oder eben aus komischen 90er, 80er Jahre Klangerzeugern, weil wir überall auch dieses 80s-Element drin haben wollten. Das heißt, wir sind zum einen in eine Tiefgarage gegangen, beziehungsweise Benny ist mit Nick, unserem Drummer, in eine Tiefgarage gegangen und in Treppenhäuser und andere große Räume, wo viel Hall ist, und hat wirklich alles an Trommeln aufgenommen, was man sich vorstellen kann, und kann später dann die echt gespielte Snare mit diesen Samples erweitern. Und ich habe mir die Mühe gemacht und bin durch so alte Klangerzeuger aus den 80ern und 90ern gegangen, die so schöne 80s Snares irgendwie machen, und habe die rausgesampelt, und die werden dann auf die echte Snare Drum gelegt. Das heißt, die hat einen ganz komischen Hybrid aus Raummikrofon und Overheads von einem echten Drumset gemischt mit diesen 80s Samples und diesen riesengroßen Räumen. So war unser Drum-Konzept. Zeig doch vielleicht mal so ein paar. Genau, wir haben hier einmal die Bassdrum, die besteht aus diesen beiden Signalen. Sehr maschinell jetzt natürlich hier. Genau, dieses, kurz hier, wo es ein bisschen geradliniger ist. Dieses Yeah-Sample ist tatsächlich aus dem alten was Motive? Was Yamaha oder Korg? Yamaha, ne? Yamaha Motive. Oh, jetzt wäre ich gekreuzigt, aber ich glaube Yamaha, ja. Ich glaube Yamaha. Mach doch mal kurz die Bassdrum, Yeah, Bassdrum und Snare Drum an. Und dann hört ihr genau dieses komische 80s, 90s. Also es hat für mich total diesen Orgy Blue Monday Feel. So eine der immer noch geilsten Produktionen für mich. Das war so ein bisschen das Feeling, was ich da drin wollte. Und dazu kommen dann weitere Samples, die ein bisschen echteren Sound haben, um das Ganze fetter zu machen. Genau, das klingt zusammen so. Nochmal ein Vergleich. Genau, und für die Größe, was ihr hier seht als SD Hands, also SD steht für Snare Drum, ja, und Hens steht für Henstedt Ulzburg, weil es ist ein Einkaufszentrum in Henstedt Ulzburg und da in der Tiefgarage. Wir haben übrigens dort das Raining Stars Video gedreht. Und hör doch mal kurz in die verschiedenen Hens-Samples rein. Die haben sind verschiedene Samples mit verschiedenen Längen für die verschiedenen Parts. Genau, wir haben da einmal in der Tiefgarage aufgenommen, in einem Treppenhaus und in einem leerstehenden Geschäftsbereich, die alle natürlich unterschiedlich groß sind, unterschiedliche Wände haben und daher unterschiedlich lang nachklingen. Das Treppenhaus war überhaupt nicht gedämmt und hatte die größte Nachhallfahne. Und die riesige Tiefgarage, da ist die Decke gedämmt, deswegen war das ein sehr, sehr super cleaner, großer. Da hat man echt die erste Wellenfront, die zurückkam, ganz klar rausgehört. Ja, total. Fast so ein, ja, und ich konnte so ein Flatter-Echo. Auf 20 Meter konnte ich immer noch genau die Snare orten. Das war überhaupt nicht diffus, das war sehr faszinierend. Das wird sicher das Treppenhaus sein hier vorne. Definitiv. Genau, zwar eine Bassdrum und Snare Drum. Wahrscheinlich, genau. Zeig mal die. Genau, von der Länge her sind die Samples so geschnitten, dass sie jeweils zum Songtempo passen. Also wie ein sogenanntes Gated Reverb, was hier tatsächlich per Edit erzeugt worden ist. Das ist hier nochmal Dollar, glaube ich. Ja. Das ist auch super 80s. Mach doch mal die anderen Drums mit dazu an. Genau, da hört man auch, dass die Snare, die wirst du wahrscheinlich direkt auf die Kick geschnitten haben, ne? Dass es auf der Kick ausgeht. Ja, genau. Ich habe das letztendlich so gemacht. Ich habe in Logic, die Dinger in Ultrabeat reingeladen und du kannst dann ja für das Sample in dem Ultrabeat einfach die Release-Zeit festlegen. So, und dann wirklich auf Songtempo. Und das ist immer, dass ich wirklich... Wenn die Bassdrum kommt, macht er wieder zu. Das heißt, genau, ja, so macht er das auch mal. Also immer beim Einstellen der Sample-Länge Kick mit anmachen, dass man hört, wann es weg sein muss. Genau. Ja. Mach doch mal die Drums an und dann den dazu, genau. Genau. Nochmal aus. Merkt man, kleines Drumkit mit so ein bisschen Reverb drauf, aber mit denen kriegen die ja die Größe. Mach mal Overheads und Räume dazu, dann hört ihr jetzt mal, ja, jetzt kommt das echte Schlagzeug quasi dazu. Genau. Noch einmal ohne diese Handshake-Samples. Und mit. Und besonders doll ist es natürlich hier vorne, ne? Mit den großen Samples. Ohne die wird halt, ja, klingt wie ein Drumkit in einem Raum. Und so klingt es schön groß. Ja,
das war so maßgeblich das Schlagzeugkonzept für die Platte. Wir haben dann noch weitere Sachen, die hier mitspielen. Was war das noch? So eine Logic. Genau, das sind so Logic interne Sounds, die... Also Songwriting-Session oder wo ist Ja, genau. Also Bassdrum, Snare Drum, Lock. Das sind Bassdrum und Snare Drum Samples aus das Indie Live Kit? Ich glaube, irgendwas aus dem Indie Live Kit. Das ist einfach das beste Kit bei Logic. Das Indie Live Kit von Logic, und das haben Eike und ich beim Songwriting, glaube ich, gehabt. Und das klang irgendwie so cool, dass ich das als, auch mit einem Kompressor drauf, schon einfach als so eine Art Schmutzspur Benny für einen Mix mitgegeben habe, weil ich einfach die Klangfarbe cool fand. Es ist nicht schön, aber es klingt irgendwie cool dreckig. Und ja, witzigerweise sind das teilweise wirklich sehr wichtige Spuren. Wir hatten das ich glaube bei Drag Me to Hell, das war so das deutlichste Beispiel, wo wir die Gitarren aufgenommen hatten. Die waren so super sauber, total gerade gespielt. Demo-Gitarren wieder rein. Das hat einfach keinen Spaß gemacht beim Hören. Dann haben wir noch irgendwie telefonieren müssen, wo wir jetzt die Demo-Gitarren noch herkriegen. Wer hat gerade die Demo-Session? Ich glaube, das ist witzigerweise auch ein Song, den ich mit Eike geschrieben habe. Ich glaube, es waren noch Demo-Gitarren, die Eike gespielt hat. Einfach so. Hat Eike nicht irgendwie für die letzten 3 Alben die Opener mitgeschrieben? So, ja, Drag Me to Hell war fast ein Opener, aber ich habe... genau. Die erste Single zum neuen Zyklus quasi. Ja, das meine ich. Drag Me to Hell war auch nicht die erste Single, aber die erste, davor gab es noch eine, aber so ungefähr, ja. Wir haben immer irgendwie den Startschuss gemacht. Ja, aber es war so eine Demo-Gitarre, keine Ahnung. In der linken Hand noch einen Kaffee, in der rechten Gitarre gespielt, so ungefähr. Und manchmal ist das und das hat's gebracht. Das hat einfach dieses raue, wilde wieder reingebracht. Und genau so ist es beim Drumkit, was total clean und sauber klingt. Da fehlt so ein bisschen, auch wenn wir Nick aufgenommen haben, fehlt aber so ein bisschen diese leichte Ungenauigkeit, die ja so was Interessantes reinbringt. Also dieser teure Schmutz halt irgendwie. Obwohl teurer Schmutz. Relativ billiger Schmutz in dem Fall, muss man sagen. Also so teuer ist Logic ja nicht mehr. Nee, zum Glück nicht. Das muss man mehr sagen. Das macht schöne Welten auch für Leute. Na, dazu gibt es jetzt halt hier noch so ein paar weitere Sachen, ne? Also Percussions. Genau, also wenn wir kurz hinten im Chorus bleiben, haben wir da nicht noch ein Tambourin drüber und so ein paar Sticks hier, ne? Tambourin für so den bisschen... Ab da jetzt. Das gibt so ein bisschen dieses 70er Jahre Glamrock-Feeling noch rein. Jetzt. Aber gerade Tambourin und Shaker, das sind immer die Elemente, die man nicht aktiv wahrnimmt, aber wenn sie aus sind, fehlt irgendwas. Aber erschlag mich bitte, wenn ich auf die Idee komme, mich mit einem Tambourin auf die Bühne zu stellen und zu singen. Nein, ich werde dich sicher nicht erschlagen, ich werde Bilder machen. Okay, geil. Oh, fuck. Genau, lass doch nochmal in das Schlagzeug alles zusammen irgendwie reinhören an der Stelle, wo ein bisschen was passiert. Jetzt, ne? Ja. Oder vielleicht in der Strophe eher vorne, dass man einmal kurz von der Strophe... Wollte auch die Percussions noch mitspielen. Ja, das Chorus hier mit, ne? Ja, genau. Genau, da hört ihr das Percussion-Gedaddel zusammen mit dem echten Schlagzeug, mit Hi-Hat und Bassdrum und den großen Snares aus dem Einkaufszentrum. Jetzt kommt die zweite Strophenebene. Ihr merkt schon, der Hall wird kleiner, man hat auf einmal ein bisschen näher dran. Maßgeblich diese Handshake-Samples hier. Weil sie kürzer sind. Jetzt gibt es einen Break mit so einem Rückwärtsbecken. Und dem Metalcore Subdrop natürlich, nicht vergessen. Und jetzt kommt der coole Refrain mit dem... Genau. Ja, es ist super leise, aber wenn man es ausmacht, fehlt halt so eine kleine Bewegung. Genau. Und das sind letztendlich die Drums von dem Song. Ja. Und ich würde vorschlagen, dass wir nicht bei jedem Song-Breakdown das Gleiche erzählen und es noch ein bisschen interessant bleibt. Wir machen nämlich noch 2 zu den nächsten 2 Singles. Ihr habt ja schon kurz aus der Vogelperspektive in alle anderen Sounds reingehört. Machen wir beim nächsten Song einfach mit der Bass- und Gitarrengruppe weiter und sehen uns für den nächsten Song. Und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Bleibt dann bei. Ciao.